Herzlich willkommen zum Online-Kongress Superpower Autismus. Heute ist Monika Föhner mein Gast. Ich freue mich, dass sie hier ist. Sie ist ADHS-Expertin und Kinesiologin, Reflextherapeutin und Mutter. Liebe Monika, ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe dich eingeladen, weil ADHS und Autismus ja oftmals Hand in Hand daherkommen und es oftmals gar nicht so leicht ist, da eine Abgrenzung zu finden. Und hast du denn so zum Abschluss noch so einen Tipp, was du verzweifelten Eltern mit an die Hand geben kannst? Ja, also ich habe ja, wie gesagt, Ärzte, Chemiker, Heilpraktiker als Klienten und auch Autisten. Also meine autistische Kundin habe ich gefragt. Sie meinte, es gibt keinen Gamechanger. Ich so, oh, das will ich aber nicht hören. Okay, also habe ich meinen Herrn Chemiker gefragt, aber wir sind schon sehr, sehr lange bezüglich Autismus und ADHS im Kontakt. Ne? Also ich helfe ihm und er hilft mir mit Informationen dann. Ne? Also er sagt, Schwermetalle, Herbizide, Fungizide, Insektizide haben Einflüsse auf die Embryonalentwicklung. Es ist wahrscheinlich, dass parasitäre Einflüsse dafür verantwortlich sind, die zu Gendefekten führen und somit zur Ausprägung des Erscheinungsbildes. Es gibt auch sogenannte Alkoholautismus. Wenn die Eltern nur ein Glas Sekt getrunken haben, kann das passieren, dass man dadurch autistisch wird. Männer hätten dann einen Hang zur Kriminalität und Drogenkonsum. Frauen besitzen nicht nur Drogenhang, sondern ja, sexuelle Hyperaktivität. Ja gut, das ist so das, was mir der Herr Chemiker gesagt hat und was ich von einer zweifach promovierten Ärztin habe, die auch Klientin von mir ist. Und vorher eigentlich auch schon der Dr. Klinghardt, der die Kinesiologie erfunden hat, der ist ja auch Umweltmediziner. Ne? Und der hat schon seit Jahrzehnten, glaube ich, ein Protokoll für Autisten, wo man rektale Einläufe macht, um quasi die Parasiten auszuschwemmen. So, das ist schon uralt, dieses Autisten-Protokoll. Viele haben es verrufen als Kinderquälerei, aber definitiv, also rektale, wie habe ich jetzt gesagt, wie war das? Also diese Einläufe, genau, rektale Einläufe, die schwemmen tatsächlich Parasiten raus. Parasiten ernähren sich von Schwermetallen. Da sind wir wieder bei Schwermetallen. Parasiten sind im Körper, soweit ich es mit meinen Laienworten sagen kann, und ich bin immer sehr plakativ, damit es im Kopf bleiben kann, so eine Art Sondermülldeponie von Schwermetallen und Giften. Deswegen sind die Parasiten auch gar nicht so schlecht, weil wir funktionieren besser, weil sie das komprimieren und in sich halten. Ne? Und ja, auch zum Beispiel, wenn man sehr fett wird, tut der Körper Gifte verdünnen, dadurch, dass man Fett aufbaut oder Wasser ansammelt. Also unser Körper an sich ist schon sehr intelligent. Also was kann oder hat sehr oft mit Autismus zu tun? Definitiv Schwermetallvergiftung. Schwermetalle sind im Essen, sind in Impfungen, sind in der Luft, überall. Es gibt Experimente, die gemacht wurden, dass Nervenzellen anfälliger und verletzlicher sind, wenn sie mit Schwermetall vergiftet wurden. Und 10-mal mehr Jungs als Mädchen sind betroffen, weil das Testosteron das Ganze noch pusht. Also das Testosteron macht die Nervenzellen anfälliger und verletzlicher. Okay. Du hast ja auch am Anfang gesagt, du hast mit deinem Sohn auch eine Entgiftung gemacht. Ja, und ich wollte mein Kind schon lange entgiften. Und auch da, ich weiß nicht, wie oft ich bei dieser Heilpraktikerin angerufen habe. Und irgendwann habe ich sie erwischt und habe gesagt, wissen Sie eigentlich, was ich mache? Ich backe Brot ohne Gluten, ohne Soja, ohne alles. Das ist Bröckchenbrot. Ich mache Wurst selber. Ich kann nicht mehr. Mein Sohn verträgt gar nichts. Er ist hochallergisch gegen alles. Ich kann nichts kaufen für ihn. Bitte, 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 bitte helfen Sie uns. Ne? Und dann hat sie uns reingelassen und dann konnten wir endlich entgiften. Ne? Es war dann auch klar, also
Mir war es eigentlich schon von Anfang an klar, aber ich habe gedacht, es ist mir egal, die soll mir jetzt einfach helfen, das ist die Beste und ich muss es jetzt hinkriegen und dann lief es eben auch auf Schwermetallvergiftung hinaus. Genau. Und das darf man halt mit einem Heilpraktiker machen, ne? Also nicht einfach so, weil das ist sehr gefährlich. Dann ist sehr oft eine emotionale Dysregulation, die stattfindet durch eine fehlende Mutterbindung. Ne? Wir Mütter werden von der Gesellschaft so entsprechend programmiert, dass wir nicht mehr unseren Instinkten gemäß reagieren, sondern eher anderer Leute Erwartungen erfüllen wollen. Zum Beispiel Kind aus dem Bett rauswerfen, obwohl das Kind die Nähe braucht und so weiter und so fort. Das ist in der normalen Natur nirgendwo so. Ja, also, da würden die Babys ja sterben, ne? Genau, und unsere sterben emotional in dem Moment, ne? Also Fluoride, Schwermetalle, Farbstoffe, Chemie in der Luft, Essen, Pflanzenöle sind auch sehr toxisch, ne? Das Gehirn würde auch tierische Fette brauchen. Und wir mit unserem Veganismus machen gerade eben nichts sehr Förderliches für unser Gehirn. Also unser Körper braucht tierisches Fett. Wir sind ja auch Tiere, ne? Also, und das Gehirn besteht zu 60% aus Fett. Es besteht nicht aus Rapsöl, es besteht aus festem Fett, ne? Also, ja, was wir da tun, das ist halt einfach toxisch. Die Zellen, also die Samen, die sind ja teilweise, die sind ja programmiert, sodass sie nur mit Glyphosat wachsen, ne? Also, ja, aber okay, damit auch ja kein Grashalm wächst auf dem Feld, ne? Ist ja klar. Ja, Also da spielen dadurch, so viele Faktoren dann eine Rolle, ne? Die dann ja, und dann wird das sein alles können, nicht müssen, aber also Dann wird man das sieht alles es noch ja nicht. totgespritzt. Stell dir vor, das Raps wird alles totgespritzt. Ich habe Protokolle gesehen von Landwirtschaftern, wie sie ihren Raps ernten sollen. Der wird totgespritzt, damit alles zur gleichen Zeit dann fertig ist, ne? Also ich glaube, es wird 5-mal gespritzt, glaube ich, laut Protokoll war das. Und einmal zum Schluss, ne? Und dann wird untersucht und dann ist da kein Glyphosat drin. Ich weiß ja nicht. Also für mich hört sich das jetzt nicht logisch an, aber vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für sowas, keine Ahnung. Also, bei Kindern mit Epilepsie wird zum Beispiel eine Keto-Ernährung empfohlen. Das heißt also keine Pflanzenöle und Zucker weg und tierische Fette. Warum? Weil es gesünder ist, ne? In den 70er Jahren wurde eine von 10.000 Kindern autistisch getestet in den USA. Jetzt sind es eine von 30 Kindern in den USA. Wo kommt das her? Ne? Wahrscheinlich von dem, was ich gerade so aufgezählt habe. Zucker ist übrigens auch sehr toxisch. Er verzuckert die Proteine und daraus können keine Enzyme mehr gebaut werden. Das ist dann quasi Sondermüll, ne? Aber wir haben überall Zucker drin, in allem, was wir essen. Sogar in Ketchup und in Senf oder was weiß ich. Also ist schon nicht einfach. Ja, das ist eine ganze Latte und wenn man das so als Eltern hört, denkt man, oh Gott, wo fange ich denn jetzt an? Was sollst du jetzt essen? Darfst du jetzt nicht mehr in den Wald? Das sind wirkliche Fragen, ne? Also auch als ich mit meinen Kindern angefangen habe, war das erste, okay, wir müssen einfach konstant detoxen. Also ich kann jetzt meinen Kindern nicht sagen, du darfst nicht Süßes. Aber wenn ich ihnen Süßes gebe, dann muss ich sie gleich wieder detoxen, ne? Damit wenigstens, ja, das ist dann nicht gesund, aber es ist vielleicht gesünder wie sonst. Weil als Mensch kannst du ja auch nicht auf alles das verzichten. Es ist einfach zu catchy, zu schön. Du gehst in den Laden und weißt eigentlich, du wirst vergiftet. Also ich hatte manchmal das Gefühl, ich gehe hier rein, es ist alles gold, blinkend, es sieht alles teuer aus, aber ich weiß, das ist alles drin. So, was machst du jetzt? Ne? Also schlecht, sehr, sehr schlecht als Mutter. Ne? Ja, und also das macht ja auch schon wieder Stress, wenn ich weiß, boah, eigentlich nehme ich jetzt total schlechte Sachen zu mir und gebe meinem Kind total schlechte Sachen und muss das gleichzeitig aber wieder ausgleichen. Aber es will es, ne? Also es ist noch schlimmer, es will es ja und es schmeckt ja auch wirklich gut, ne? Auch für mich, ne? Also deswegen bin ich so immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen, okay, wir gucken einfach, Süßigkeiten sind im Safe, ne? Dass es nicht die ganze Zeit Süßigkeiten ohne Limit gibt.
Wir detoxen einfach ständig. Ne? So weit, so gut. Und du hast gute Erfahrungen damit. Ja, ja, das hat gut geholfen und wir machen auch einen Biofilm, machen wir einmal im Jahr und eben, es gibt auch ganz einfache Detoxmittel, die man einfach trinken kann. Einfach, dass man das nicht vergisst, weil es einfach nötig ist, zusätzlich Ja. zu unserem jetzigen Convenience-Style, den wir einfach haben. Hm. An welchem Ja, Punkt stehen deine Söhne jetzt? also momentan habe ich keine Kontrolle mehr über sie. Okay. Man sieht es in ihren Gesichtern, die Pickel sprießen, also da war mal nie was. Ne? Also das ist jetzt nicht nur pubertär, sondern das ist jetzt wirklich, mein Sohn ist jetzt in der Lehre und ist halt dann auch tagsüber nicht zu Hause, ist mit seinen Kollegen irgendwo Leberkäse-Weckler essen oder sonst irgendwas. Ne? Natürlich genießen sie ihre Freiheit. Das habe ich auch gemacht mit 16, ne? Dass ich erstmal nur bei McDonald's essen war. Logisch. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. Ja. Also Irgendwann irgendwann, kommt ja für jede Mutter auch mal der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe mein Bestes in der Zeit getan, wo ich es unter Kontrolle hatte und ja, also es jetzt macht auch keinen Sinn, quasi eigenes. die fast erwachsenen Kinder weiter zu kontrollieren. Sie haben dann Taschengeld und können damit kaufen, was sie wollen. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich kaufe hier keine Süßigkeiten mehr zu Hause, wenn ihr das sowieso kauft. Ne? Wenn ihr unbedingt Red Bull saufen müsst, dann tut ihr das. Ich finde es richtig furchtbar. Ich schicke Ihnen Artikel dazu und Sie lesen sie wahrscheinlich gar nicht und denken sich, aber Mutter wieder. ich muss es getan haben für mein gutes Gewissen. Ne? Ja. Und dann geht es halt ans Loslassen und irgendwann später werden sie wieder zur Besinnung kommen und sagen, Mama, was war das nochmal, was ich nehmen soll zum Entgiften? Ne? Eigentlich können meine Kinder auch kinesiologisch testen. Ne? Also ich sage dann einfach, hier ist alles, teste einfach, was du brauchst, nimm dir das. Aber im Moment hat alles dagegen angesagt. Aber die kommen jetzt gut klar, wo sie an Ja. dem Punkt, wo sie stehen und machen ihr Ding. Sie machen ihr Ding, sie funktionieren wunderbar. Sie sind halt gerade nicht so schön anzusehen mit den Pickeln und so. Aber ansonsten funktioniert das alles genau. Und Ja, wie zwar gut. ohne Medikamente, schon lange ohne Medikamente. Also wir haben das jetzt, wann haben wir 2016 aufgehört mit Medikamenten? Ja, jetzt haben wir 22, also es sind 6 Jahre. Ja, das ist doch sehr ermutigend und danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Ja, waren viele Anregungen dabei, was man tun kann Ja, es gibt noch oder welcher eine Spur Sache. man nachgehen kann. Ne? Ein Kalker-Protokoll gibt es auch noch mit CDL. Also auch der Herr Kalker, der hat da für Autisten spezielle Protokolle Okay. mit CDL. Also auch da kann man weiter suchen. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Ach, noch mehr Tipps. Ja, tierische Fette. Also ich erkläre es jetzt laienmäßig. Wenn ich also tierische Fette zu mir nehme, also zum Beispiel Butter von Gras, gefütterten Kühen, dann mache ich quasi einen Ölwechsel in meinem System. Mhm. Also ein Fettwechsel, ein Bindegewebewechsel. Das heißt, die ganzen Schlacken, die ganzen Gifte sitzen aber im Bindegewebe. Die sitzen im Fettgewebe. Das heißt also, wenn du deinen Fettkonsum erhöhst, was auch natürlich gerade überhaupt nicht modern ist, ne, weil alles soll Low-Fat sein. Also die Frage ist immer, wenn etwas so sehr propagiert wird, ist es zu unserem Besten oder was? Also ich kann sagen, du kriegst einen Ölwechsel in deinem System und schwemmst dadurch natürlich auch unheimlich viele Gifte aus, Ja. wenn du die richtigen Fette nimmst und dein System das wechseln lässt, weil die sitzen ja da drin. Oder Handy, 5G, Wi-Fi, ne? Verbrutzelt die Gehirne. Ne? Weiß jeder, aber jeder hat es zu Hause. Na klar. Ja, also es ist da schwierig. Ich habe jetzt bei meinen Kindern ewig lang die Sicherung ausgemacht im Stockwerk. Ne? Was die Nachbarn nebendran machen im Reihenhaus, weiß man nicht. Genau, Kann ich das. nichts dran tun. Es gibt auch so Abschirmstoffe von, wie heißt sie da? Y-Shield, genau. Auch da kann man arbeiten damit, dass man wenigstens in der Nacht das System entspannen lässt, weil ich habe selbst gemerkt, wenn die LED-Leuchten mir ins Zimmer leuchten,
Das ist ein super Stress für mein System. Ne? Also da gibt es Möglichkeiten, dass man wenigstens die 12 Stunden im Schlaf runterreguliert und Entspannung ins System bekommt, was natürlich weniger Spannung am nächsten Tag ist. Ja, Also barfuß laufen sollten wir, um die Strahlung abzugeben, tun wir auch nicht. Wir haben sogar Hausschuhe zu Hause an. Ja, also im Grunde gesehen ist es ziemlich schwierig, von unseren Kindern Leistung zu erwarten, wenn wir sie konstant vergiften. Ihnen jegliche Coping-Mechanismen nehmen. Ja, ich frage mich, wie man das in unserer Gesellschaft umsetzen kann, wie es leicht ist, das umzusetzen. Ich glaube, da sind auch so viele Also leicht Dinge, die es einen umzusetzen. schwer machen, das Ja, umzusetzen. Ne? leicht umzusetzen habe ich jetzt für meine Kunden und für mich, habe ich einfach ein konstantes Entgiftungsprogramm laufen. Ne? Das heißt einfach, du hast deine Mittel da, die du nehmen kannst. Meine Kunden können in der Regel auch selbst kinesiologisch testen. Das heißt, die kriegen das beigebracht, die können in den Laden gehen und können sagen, ist dieser Joghurt für mich gesundheitsförderlich, ja oder nein? Und dann können die, wenn sie wollen, wenn sie so crazy sind, dann tun die das alles selber austesten und wissen dann, das ist gut für mich und das ist schlecht für mich. Ne? Aber das können sie dann auch mit ihren Nahrungsergänzungen machen, mit ihren Entgiftungssachen. Was braucht mein Körper jetzt? Ne? Und dann ist es halt heute Gerstengras und morgen Chlorella und übermorgen ist es Jod oder Lugolsche Lösung oder whatever. Ne? So sind sie doch recht autark und können doch gute Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich gesagt, meine Kunden, die müssen das können, weil ich kann sie nicht so rauslassen ohne jeglichen Kompass irgendwie. Ne? Das ist so ihr Körperkompass. Und dann ordentliches Wasser trinken, das heißt also sauberes Wasser. Also am besten irgendwelche Wasseraufbereitungsmaschinen, die das reinigen, weil auch Parasiten sind auch natürlich im Wasser drin. Du kommst den Parasiten eh nicht aus. Also du kannst nichts tun. Du kannst Gemüse essen, sind sie drauf, nur du kannst Obst essen, du kannst Fleisch essen, sie sind überall drauf. Nur die Frage ist, wovon ernähren sie sich? Von Schwermetallen. Ne? Also wenn wir die Schwermetalle lindern können, dann haben die Parasiten es nicht unbedingt angenehm bei uns. Ne? Ja. Und dann gibt es noch Papayakerne, die kann man im Pfeffer mit reinmixen und ja, 1000 Sachen, Knoblauch essen abends, ne? Und so Sachen, die es einfach den Sachen unbequem machen, bei uns zu sein. Ne? Also zum Entgiften, dass die Zum Parasiten Entgiften gehen zum und dass Beispiel. die Parasiten es nicht so bequem haben bei uns, Ja. genau. Das, ja, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und dann, und wenn du halt was machst, auch nur für dein gutes Gewissen, ne, und dass du weißt, du hältst das alles ein bisschen in Schach, dann ist es auch schon mal etwas, weil was tötet am meisten? Die Angst. Ja, was für ein bunter Blumenstrauß, den du uns jetzt hier schon angeboten hast, an Ja, also Ideen bitte und selber recherchieren. ja. Weil ich bin ja keine medizinische Therapeutin und keine Ärztin und Heilpraktikerin. Dafür gibt es Heilpraktiker, also auch meine Kunden, die gehen zum Heilpraktiker zum Entgiften und das ist auch gut so. Aber ich habe entdeckt, dass selbst das Entgiften schon wahnsinnig viel an Verhaltensveränderung bewirkt bei Kindern Ja, und Erwachsenen. kann ich mir gut vorstellen. Bei meinem Sohn war es so, dass der das dann irgendwann nicht mehr angenommen hat. Und dann hat er sich geweigert, die Medizin zu nehmen oder die Tropfen zu nehmen, was dann die Heilpraktikerin eigentlich für ihn vorgesehen hatte. Ja. Ja, und ich habe es andersrum. Ich habe dann Klienten, denen geht es so gut und ich weiß, die sind aber hochallergisch und die müssen ausgeleitet werden und die sagen, nee, also uns geht schon besser als jemals gedacht. Wir gehen jetzt nicht mehr zur Heilpraktikerin. Ich so, nee, hey, so haben wir nicht gewettet. Ich bin gerne. Aber auch da kann ich nichts machen. Ne? Also, Genau. Dann ist letzten Endes dann auch jeder selbst verantwortlich. genau. Liebe Monika, ich danke dir von Herzen Gerne. für alles, was du
uns hier mitgebracht hast an Ideen und Anregungen Ja. für dein Sein. Vielen, vielen Dank. Und bitte viel selbst recherchieren, ne, damit das auch wirklich Hand und Fuß hat und dann in sich reinfühlen, ob das vielleicht Sinn machen könnte. Das ist ganz wichtig, weil die Gesundheit unserer Kinder ist nun mal unser Job, ne? Und das können wir nicht abgeben an irgendjemanden da draußen. Das wird nicht funktionieren. Ja. Dankeschön. Danke auch. Tschüss.